Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns loslegen. Hi Alex, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Musik sprechen. Das klingt großartig. Ich liebe Musik. Welche Art von Musik magst du? Ich mag Popmusik. Ich genieße Lieder, die fröhlich und unterhaltsam sind. Und du? Ich mag Rockmusik. Ich liebe den Klang von Gitarren und Schlagzeugen. Das ist interessant. Kannst du mir mehr über Rockmusik erzählen? Klar, Rockmusik ist laut und energiegeladen. Sie hat oft starke Rhythmen und kraftvolle Gesangsstimmen. Ich habe ein paar Rocklieder gehört. Sie sind sehr aufregend. Ja, das sind sie. Ich mag Bands wie die Beatles und Queen. Ihre Lieder sind sehr berühmt und viele Menschen lieben sie. Ich kenne die Beatles. Ihr Lied Hey Jude ist sehr beliebt. Genau. Dieses Lied ist ein Klassiker. Welche Popsongs magst du? Ich mag Lieder von Taylor Swift und Ed Sheeran. Ihre Musik ist sehr eingängig und süß. Ich habe einige Lieder von Taylor Swift gehört. Sie sind wirklich schön. Ja, sie singt über Liebe und Freundschaft. Es macht mich glücklich, wenn ich ihre Musik höre. Das ist eines der besten Dinge an Musik. Sie kann deine Stimmung verändern. Ich tanze auch gerne zu Popmusik. Die Rhythmen machen viel Spaß. Tanzen ist super. Manchmal tanze ich auch ein wenig zu Rockmusik, auch wenn sie nicht so schnell ist wie Pop. Spielst du ein Musikinstrument? Ja, ich spiele Gitarre. Ich habe ein paar Akkorde gelernt und übe jeden Tag. Das ist cool. Ich würde gerne eines Tages Gitarre lernen. Du solltest es ausprobieren. Es macht Spaß, einfache Lieder zu spielen. Ich habe versucht, ein bisschen Keyboard zu spielen. Es ist nicht einfach, aber ich genieße es. Das Keyboard ist auch toll. Musik ist eine wunderbare Möglichkeit, sich auszudrücken. Da stimme ich zu. Manchmal singe ich in meinem Zimmer mit meinen Lieblingsliedern mit. Das fühlt sich frei an. Ich mache das auch. Singen macht mich sehr glücklich, auch wenn ich kein großer Sänger bin. Genau. Was hörst du, wenn du studierst oder dich entspannst? Wenn ich studiere, höre ich gerne Soft Rock oder akustische Musik. Das hilft mir, mich zu konzentrieren. Das ist eine gute Idee. Ich höre manchmal ruhige Popsongs, wenn ich mich entspanne. Ruhige Musik ist sehr schön. Sie macht den Raum friedlich. Ja, Musik kann die Atmosphäre verändern. Es ist wie Magie. Gehst du zu Musikkonzerten? Ich war schon bei ein paar Popkonzerten. Die sind sehr aufregend und macht Spaß. Ich liebe Rockkonzerte. Die Energie in der Menge ist erstaunlich. Da stimme ich zu. Auf Konzerten kann man die Musik und die Freude vieler Menschen spüren. Was ist gerade dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied im Moment ist Shake It Off von Taylor Swift. Es ist sehr mitreißend. Ich mag dieses Lied auch. Es bringt mich zum Tanzen. Und du? Was ist dein Lieblingsrocklied? Mein Lieblingsrocklied ist Bohemian Rhapsody von Queen. Es ist sehr kreativ und kraftvoll. Ich habe dieses Lied gehört. Es ist lang und sehr interessant. Ja, es hat viele Teile und erzählt eine Geschichte. Ich liebe Lieder, die anders sind. Musik ist so vielfältig. Es gibt viele Stile und Genres zu entdecken. Hörst du Musik aus anderen Ländern?
Manchmal, ich höre gerne ein bisschen Popmusik auf Spanisch und Französisch. Das ist schön. Ich habe versucht, italienische Popsongs zu hören. Sie klingen sehr melodiös. Musik ist eine universelle Sprache. Sie verbindet die Menschen. Ja, egal woher du kommst, du kannst Musik genießen. Ich schaue auch gerne Musikvideos. Sie sind sehr kreativ und unterhaltsam. Musikvideos sind großartig. Sie fügen dem Lied ein visuelles Element hinzu. Ich schaue sie oft auf meinem Handy. Das ist eine gute Möglichkeit, mich zu entspannen. Hast du eine Lieblingsmusik-App? Ja, ich benutze eine Streaming-App, um meine Lieblingslieder zu hören und neue zu entdecken. Ich benutze eine ähnliche App. Es ist einfach, viele Musikarten zu finden. Ich mache gerne Playlists für verschiedene Stimmungen. Manchmal erstelle ich eine fröhliche Playlist oder eine ruhige Playlist. Das ist eine gute Idee. Ich mache auch Playlists zum Studieren, für das Training und zum Entspannen. Musik macht alltägliche Aktivitäten angenehmer. Da stimme ich zu. Wenn ich trainiere, höre ich gerne schnelle Rocklieder. Das gibt mir Energie. Ich höre Popsongs, wenn ich joggen gehe. Der Beat hilft mir, ein gutes Tempo zu halten. Musik kann wirklich verändern, wie du dich während einer Aktivität fühlst. Ja, sie motiviert mich, hart zu arbeiten und Spaß zu haben. Hast du schon einmal Karaoke gesungen? Ja, ich habe mit meinen Freunden Karaoke ausprobiert. Es macht sehr viel Spaß und manchmal ist es lustig. Ich liebe Karaoke auch. Selbst wenn ich nicht gut singe, genieße ich es. Es geht darum, Spaß zu haben und nicht perfekt zu sein. Genau. Musik geht um Ausdruck und Freude. Hast du irgendwelche Lieblingszitate über Musik? Ja, ich mag das Zitat, wo Worte versagen, spricht die Musik. Es bedeutet, dass Musik Gefühle ausdrücken kann, die Worte nicht können. Das ist ein schönes Zitat. Musik berührt wirklich unsere Herzen. Ich mag auch das Zitat, Musik ist der Soundtrack deines Lebens. Es erinnert mich daran, dass jeder Moment mit Musik besonders sein kann. Ich stimme zu. Musik macht Erinnerungen noch bedeutungsvoller. Was denkst du über Musik und Kultur? Ich denke, Musik ist ein großer Teil der Kultur. Sie zeigt unsere Traditionen und Gefühle. Ja, jede Kultur hat ihren eigenen Musikstil. Es ist sehr interessant, darüber zu lernen. Ich liebe es, Volksmusik aus verschiedenen Ländern zu hören. Sie ist ganz anders als Pop und Rock. Volksmusik ist oft sehr einfach und schön. Sie erzählt Geschichten über das Leben der Menschen. Musik hilft uns, uns besser zu verstehen. Ich glaube, dass Musik Frieden und Glück in die Welt bringen kann. Ich hoffe, dass mehr Menschen Musik aus verschiedenen Kulturen hören. Es verbindet uns alle. Ja, Musik ist eine Brücke zwischen verschiedenen Völkern und Ideen. Ich fühle mich sehr glücklich, in einer Zeit zu leben, in der wir so viel Musik aus der ganzen Welt zugänglich haben. Ich auch. Mit dem Internet können wir jeden Tag neue Lieder und Künstler entdecken. Welche neue Musik hast du kürzlich entdeckt? Ich habe kürzlich eine neue Rockband namens The Modern Heroes gefunden. Ihre Lieder sind frisch und aufregend. Das klingt interessant. Ich werde sie mir ansehen. Ja, das solltest du. Ich mag auch ein Poplied namens Sunshine von einer neuen Künstlerin namens Lilly. Von Lilly habe ich vorher noch nie gehört. Ich werde Sunshine später anhören. Ich denke, du wirst es mögen.
Es hat eine sehr fröhliche Melodie. Ich liebe fröhliche Melodien. Sie machen meinen Tag immer besser. Glaubst du, dass sich Musik in der Zukunft verändern wird? Ich glaube, Musik wird sich weiter verändern. Neue Stile und Technologien werden neue Klänge schaffen. Ja, ich hoffe, dass Musik immer kreativ und lebendig bleibt. Ich hoffe auch, dass Musik trotz neuer Technologien warm und menschlich bleibt. Musik entwickelt sich ständig weiter, aber ihre Kraft, uns zu verbinden, wird sich nie ändern. Ich bin gespannt, welche neue Musik als nächstes kommt. Ich auch. Ich freue mich immer auf neue Lieder und neue Künstler. Vielleicht können wir eines Tages zusammen zu einem Musikfestival gehen. Das wäre großartig. Ein Musikfestival ist ein toller Ort, um viele Bands zu sehen und neue Leute zu treffen. Ja, ich würde gerne die Energie eines Live-Konzerts mit dir erleben. Live-Musik ist sehr besonders. Man kann den Klang und die Emotionen in der Luft spüren. Da stimme ich zu. Es gibt etwas Magisches daran, in einer Menge zu sein und gemeinsam Musik zu genießen. Was ist eine deiner besten Erinnerungen, die mit Musik zu tun hat? Eine meiner besten Erinnerungen ist, als ich mit meiner besten Freundin zu einem Popkonzert gegangen bin. Wir haben mitgesungen und die ganze Nacht getanzt. Das klingt nach einer wunderbaren Erfahrung. Ich habe eine ähnliche Erinnerung von einem Rockkonzert. Die Energie der Menge war erstaunlich. Konzerte sind besonders, weil man den Moment mit vielen Menschen teilt. Ja, Musik schafft Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Ich erinnere mich auch daran, dass ich als Kind mein Lieblingslied im Radio gehört habe. Das bringt mich immer zum Lächeln. Musik aus unserer Kindheit ist sehr nostalgisch. Sie erinnert uns an glückliche Zeiten. Ich bin sehr dankbar für all die Musik, die ich gehört habe. Sie war ein großer Teil meines Lebens. Ich fühle genauso. Musik ist ein Freund, der mich immer besser fühlen lässt. Hast du eine Lieblingsmusikerinnerung mit deiner Familie? Ja, meine Eltern haben früher zu Hause sanfte Musik gespielt, als ich ein Kind war. Das machte unser Zuhause sehr warm und einladend. Das ist sehr schön. Meine Familie liebt auch Musik. Wir singen und tanzen oft zusammen zu Hause. Familienmomente mit Musik sind sehr besonders. Sie bringen uns näher zusammen. Ich hoffe, dass ich weiterhin Musikerinnerungen mit meiner Familie und meinen Freunden schaffen kann. Ich auch. Musik ist ein Geschenk, das wir mit allen teilen können. Ich freue mich sehr, dass wir heute über unsere Lieblingsmusik gesprochen haben. Ja, ich habe unser Gespräch sehr genossen. Musik ist ein wunderbares Thema. Danke, dass du deine Gedanken mit mir geteilt hast, Alex. Danke dir, Emma. Ich rede immer gerne mit dir. Ich sehe dich bald wieder. Vielleicht können wir mehr über unsere Lieblingslieder sprechen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen tollen Tag, Emma. Du auch, Alex. Auf Wiedersehen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.